Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach längerer Zeit zeige ich euch mal wieder ein XXL-Rezept. Und zwar backen wir heute eine Joghurtschnitte mit Himbeergeschmack. Dafür zunächst eine Kastenbackform hernehmen, mit etwas Öl einfetten und anschließend möglichst glatt mit Frischhaltefolie auskleiden. Danach für die Himbeerfüllung 125 Gramm gefrorene Himbeeren, 50 Gramm Zucker, ein Päckchen Tortenguss und 125 Milliliter Wasser in ein hohes Gefäß geben, mit einem Pürierstab oder einem Standmixer für ca. 1 Minute durchmixen, die Himbeermasse als nächstes in einen Topf gießen, bei mittlerer Hitze zum Köcheln bringen, unter ständigem Rühren für etwa 1 Minute köcheln lassen, dann vom Herd ziehen, in die vorbereitete Kastenbackform gießen und anschließend zum Auskühlen bzw. Aushärten zur Seite stellen. Weiter geht's mit den Teigplatten. Dafür zunächst 3 Eier, 125 Milliliter Milch und 125 Gramm Zucker in eine Rührschüssel geben und mit einem Mixer 2 bis 3 Minuten schaumig schlagen. Als nächstes ein Sieb hernehmen, 1 Teelöffel Backpulver sowie 125 Gramm Mehl zum Teigsieben und zum Schluss kommen noch 40 Gramm Backkakao dazu, ebenfalls durch das Sieb zum Teig geben, Mehl, Backpulver und Kakao mit einem Schneebesen unterheben, bis ein glatter Schokoladenteig daraus entstanden ist. Anschließend ein Backblech mit Backpapier auslegen, einen Backrahmen mit den Maßen 30 x 35 cm darauf platzieren und den vorbereiteten Schokoladenteig auf das Backblech gießen. Den Teig bis in die Ecken glatt streichen und dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze ca. 15 Minuten backen. Den fertigen Teig anschließend aus dem Ofen holen, etwas auskühlen lassen, dann die Ränder des Backrahmens mit einem stumpfen Messer entlangfahren, den Backrahmen lösen und die Teigplatte vorsichtig auf ein sauberes Küchentuch stürzen. Jetzt das Backpapier abziehen und die Teigplatte einmal mittig halbieren. So erhalten wir 2 gleich große Teigplatten für unsere Joghurtschnitte. Die Teigplatten dann bis zur weiteren Verwendung zur Seite stellen und als nächstes für die Joghurtcreme eine Schüssel mit einem Küchentuch auskleiden, 500 Gramm Sahnejoghurt hineingeben und dann das Küchentuch zusammenschlagen, etwas eindrehen und so viel Wasser aus dem Joghurt drücken wie möglich. Weiter geht's mit 200 Milliliter Sahne, einem Päckchen Sahnefest und einem Päckchen Vanillezucker. Einfach in ein hohes Gefäß geben und dann mit einem Mixer 1 bis 2 Minuten steif schlagen. Wenn das erledigt ist, den entwässerten Joghurt, 250 Gramm Mascarpone, einen gehäuften Teelöffel Honig und 50 Gramm Puderzucker in eine Rührschüssel geben und zunächst mit einem Mixer für 1 bis 2 Minuten cremig rühren. Als nächstes die steif geschlagene Sahne dazugeben, mit einem Teigschaber oder einem Schneebesen kurz unterheben und dann sind wir mit der Creme auch schon fertig. Jetzt können wir die Joghurtschnitte zusammenbauen. Dafür als erstes eine Teigplatte auf die Arbeitsplatte legen, die Hälfte der vorbereiteten Creme gleichmäßig darauf glatt streichen. Für den Rand und die Ecken könnt ihr hier am besten ein Stück Pappe oder ein Brettchen zur Hilfe nehmen. Danach kommt der Himbeerkern, einfach an der Frischhaltefolie aus der Backform heben und vorsichtig mittig auf die Creme stürzen, die Frischhaltefolie anschließend abziehen und jetzt die restliche Creme auf die Himbeerschicht geben, vorsichtig darauf glatt streichen. Auch hier am besten wieder ein Stück Pappe oder ein Brettchen für den Rand und die Ecken zur Hilfe nehmen und zum Schluss die zweite Teigplatte auf der Creme andrücken und die Ränder eventuell nochmal mit einer Teigkarte entlangfahren, um überschüssige Creme zu entfernen.
Danach kommt die Joghurtschnitte für mindestens 4 Stunden, am besten aber über Nacht in den Kühlschrank. Und so sieht das fertige Ergebnis dann aus. Hier nochmal das Original daneben. Nicht wundern, die Teigplatten sind deutlich heller. Wenn ihr das genauso haben wollt, müsst ihr einfach weniger Kakaopulver für den Teig verwenden. Ich für meinen Teil fand es erstens optisch schöner und zweitens schmeckt es mir mit mehr Kakaoanteil auch einfach besser. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.